Finally in Munich. Best feelings after 9 hours. Good night. Überhaupt kein Druck. Weil ich es noch nie gesehen habe und ich interessant finde, was sie alle testen können. Skillslab ist einfach eine Möglichkeit, um die Spieler zu testen auf deren koordinativen, kognitiven Fähigkeiten. Das ist mit das modernste System, wenn nicht sogar das modernste System, das es überhaupt auf dem Markt momentan gibt. Für uns ist es einfach interessant, diese Spieler aus den verschiedenen Kulturen einfach mal zu testen und zu schauen, wie sie mit den Spielern, die hier in der U19, U17 sind, mithalten können. Was in diese Jugendlichen war ja der Beste. Ich glaube, da würde jeder froh sein, so einen Torwart zwischen den Pfosten zu haben, der beidfüßig ist, der schnell ist, der einen guten Charakter hat und der Sachen extrem schnell annimmt und lernwillig ist. Nicht schlecht. Ich glaube, dass mit viel der Beste bis jetzt. Selbst in das Dribbling, das ist für mich nicht interessant als Torhüter, aber Ja. Wir haben aber nicht so viele Spieler, die deutlich schneller sind. Aber er ist auch von der Sprunghöhe und das kriegen viele nicht koordiniert. Schnell weg und auch noch richtig hoch. Da war er jetzt über 30, bei 32 cm, also okay. Auch das ist okay. ja, Sie haben ihn auch noch im Spiel gesehen. Dann Ich habe ihn gesehen. Ja, das hilft immer. Ja, der war schon interessant. Da waren so 2, 3. Ich fand auch die Jahrgänge davor waren längst nicht so gut wie dieser Jahrgang. Insgesamt, aber es fallen jetzt welche wirklich positiv. I feel good because I really want the last match. It will be very good. Very hard, but I want to play. Duel gestern? Habt ihr was gestern? 4-1 gewonnen, ja. War gut. Ihr habt gegen die U19. Ja, die haben das glaube ich nicht erwartet. Nee. Nein, aber wir haben jetzt schon als Torhüter gehabt vorne. Der Achtel muss man nicht sofort holen. Ja, habe ich gehört, ja. 2,1 Meter groß. Gestern ist mein Barmach hochgesprungen. 1,5 Meter in der Luft. Und das ist schon 2, 3 zu lang. Gegen Riefer, die erste Ecke. Ja. Der kommt raus. Und Er kommt raus, das ist Nein, aber das muss ich. Ja, Robert, ich habe gestern gesagt, lass ihn mir ausstrahlen. Groß, ruhig. Ja, kann natürlich schon. Ja. Der Tom war kurz beim Training vorbeigezogen. Der hat von mich aus Mittwoch und Donnerstag mit den Amateure trainieren. In Wednesday and Tuesday I will train with U23 team and it will be very good. I was a little bit scared, but now I'm happy to be there. It's type of pressure a little bit, but Jaro will help me, I hope, and it will be good. But the shirt is very good, nice colorway, green and purple,
Fantastic. Die bringt mal door, ne? Bis auf Kolena. Ja? Ja. Massiv Druck. Ich glaube, ich trage auch nicht dazu bei, dass ich hier so wie Oberlehrer daneben stehe. Genau, ja, perfekt. Super. Gut. Alles gut. Dass ich heute mit ihm spreche, nicht mit dir. Die Einstellung ist super. Er hat schon, ich habe 2 Spiele gesehen, gegen River Plate, gegen HSV. Er hat gute Performance gemacht. Ja. Er hat wirklich gut gespielt. Er hat der World Squad wirklich geholfen. Meine Meinung, er kann wirklich guter Torwart sein. Ja, bitte, meinst du? Siehst du, Richie? Ohne Handschuhe, Jaro. Potenzial bei Viktor ist, in meiner Meinung, ist sehr groß. Natürlich trainiere ich ein bisschen in Tschechien ein bisschen anders. Ein paar Sachen mache ich ein bisschen anders, was wir wollen. Aber ich denke trotzdem, das kannst du schnell lernen. Ich bin überzeugt, dass wenn er einen guten Trainer, Torwarttrainer oder so, und er arbeitet auf diese Sache, er kann wirklich guter Torwart sein. It's different. It's harder, but it's grow me up my performance. Ich habe gestern ja noch mal länger mit Jochen telefoniert, auch wegen Viktor. Darüber habe ich auch gesprochen, der hat das eigentlich auch nur bestätigt, was du ja schon gesagt hast, was Tom gesagt hat, was eigentlich alle gesagt haben. Hat natürlich gesagt, dass er gestern schon sehr nervös war, aber dass man halt sieht, dass er auch ein richtig guter Torwart ist, also auf einem anderen Level. Und ja, wir müssen jetzt halt schauen, was für Möglichkeiten gibt. Dann zu Gustavo. Da ist die Überlegung, ähnliches Modell wie im ersten Jahr mit José Mulato zu fahren. Deswegen, Johnny, dahingehend bräuchten wir von dir, oder wir bräuchten auf jeden Fall einen Scouting-Report. Auf jeden Fall würden wir die dann schon mal den Kollegen in LA zuspielen, den Link, die auch gesagt, sagen, dass es ein super interessanter Spieler ist, weil das wird ja passen, Brasilianer. Gustavo, ele é muito comprometido, muito esforçado e ele é muito, eu percebo que ele é muito resiliente. Ele tem muita, ele consegue superar os obstáculos muito rápido e é muito focado em tudo que ele faz. Ser capitão para mim não é ser capitão só dentro de campo, é ser capitão também fora de campo, é ser exemplo do grupo, é ser líder. Eu gosto de ajudar o coach, eu gosto de ajudar todo mundo, eu gosto de orientar. Então, ser o capitão, para mim, eu não sinto o peso de ser o capitão, mas eu gosto bastante. Quando ele participou de um campeonato, uma Copa Guri, no Espírito Santo, ele foi escolhido como um jogador de destaque. E a partir desse momento eu vi que realmente ele tinha nascido para isso, que ele tinha esse dom de jogar, porque ele, assim, por nenhum momento ele pensou em não ir, não jogar, e não pensou nas dificuldades que teria, de mudar do seu estado, de largar a sua escola, de largar o seu vínculo familiar, apesar de que nós sempre acompanhamos ele. O Gustavo sempre teve uma dinâmica bacana de jogo, ele sempre foi um garoto muito bem, ele segue muito bem as orientações dos seus técnicos, de grupo, porém ele abraçou, eu senti que ele conseguiu, juntamente com o treinador, o Roy Mackay, ele conseguiu assimilar o padrão de jogo do treinador e isso ajudou muito. Buscar sempre os passes, não sempre, mas
Sempre que der os passes longos, passe curto, intensidade, o drible na hora exata, o chute longe, a marcação. Acho que são esses os pontos principais do meu estilo de jogo. Ele conseguiu evoluir bastante o futebol dele ali. Para mim, não foi, eu achei que foi assim, ele conseguiu manter o que é padrão dele. Para mim, foi mais fácil ele jogar lá do que aqui, normalmente, no Brasil, onde ele está acostumado a jogar. Gerade bei südamerikanischen Spielern ist es halt was anderes, in Europa zu spielen. Wir haben vor 2 Jahren ja das sehr gut gelöst mit José Molato, den wir zu unserem damaligen Partnerverein FC Dallas dann schicken konnten, wo wir gesagt haben, ganz klar, okay, erste Jahr ist erstmal nur MLS Next. Zweite Jahr, was jetzt anspricht, ist MLS. Der dritte Schritt wäre dann halt Richtung Europa. Acredito que com esse tempo que eu passei com o Bayern, eu aprendi muito. Aprendi muita coisa nova, tanto de jogo, tanto fora do campo. E acredito que os aspectos que eu mais vou focar cada vez mais é o passe mais rápido, é fazer o simples, é não desistir a nenhum momento, é a vontade. São todos os aspectos do meio do Futebol. Mit Gustavo ist jetzt natürlich die Überlegung, ein ähnliches Modell zu fahren. Dass er jetzt erstmal ein Jahr zu LFC geht, genau. Ob es dann ein Jahr MLS Next ist oder halt schon direkt MLS, das muss man halt mal schauen, wenn er da drüben mittrainiert, sollte es soweit kommen. Und dann für ihn aber auch genauso einen Plan hat, einen Karriereplan, der Sinn macht. Dann unsere anderen beiden Kandidaten aus Nigeria, David und Victor, habe ich mit Jochen so gesprochen, dass wir sie im Oktober kommt ja die Youth Cup Mannschaft Nigeria, dass wir sie im Youth Cup nochmal wiederholen. Im Januar wird der 18, das wäre perfekt, dann kannst du halt sagen, pass auf, wir machen das ab Januar und gut ist. Auf jeden Fall top für uns. Also muss man echt sagen, bisher, wenn man das jetzt mal betrachtet, 4 Spiele in Folge gewonnen, irgendwas für Mannschaften gewonnen, 4 Spieler, die super interessant für uns sind. Das ist echt überragende World Squad zusammen. Druck, ja, sie machen sich den immer selber. Also wir sind eigentlich da der Gegenpol und versuchen den Druck ein bisschen wegzunehmen, weil sich die Jungs von Haus aus sowieso den Druck selbst auferlegen. Weil sie sagen, okay, das ist jetzt die U19, das ist unsere Messlatte, da wollen wir eigentlich hin und dann kommt der Druck von alleine und wir müssen eigentlich erst schauen, dass wir den Druck nehmen und nicht noch größer machen. Welcome back. Thank you. There he is, thank you. Bernd, fahr wieder. Thank you. Last training. Whole group, Victor's back. Get tomorrow. But they have the pressure. Like I said, we won 4 games. No pressure. What happens, well, we will see. In allgemein gut, das Spiel war ein bisschen unruhig, lag auch ein bisschen die Spannung vom Spiel vom Samstag. Auch wenn wir die vermittelt haben, dass wir eigentlich überhaupt keinen Druck mehr haben, wenn man so viele Erfolge gehabt hat bis jetzt. Aber wir können es halt versuchen hinzukriegen, den Druck wegzunehmen. Aber für den natürlich ein spannendes Spiel gegen Bayern U19. Die wollen sich alle zeigen, aber wir versuchen die zu vermitteln, dass das am besten geht, wenn die spielen sofort gegen Riffel und gegen HSV. The game where we all work for, but the one you don't have to be nervous for. They have everything to lose. We don't have anything. We nothing. Lineup was difficult for us. We were discussing a lot who's starting, who's not. And for the ones who are not starting, it's not a decision against you. It's a decision for the other one. Victor in goal. Young-Min, Ignacio, Rafael, David, David, Gustavo with Isaias, Adam right, Victor up front and Ryan on the left. That's the way we start. This is vital in all the games so far. It's going to be vital today as well. Start compact. Don't try to play your own tactic. Do what we
done so far, and we did it really well. River Plate, Hamburg, keep that in mind. It's different level where the ones we played today. When we have the ball, they will come with much higher speed. Because so far even Hamburg let us play. I think they will come full pressure straight away. Have fun, guys. Wir kommen in Spielmodus. Ich bin guter Dinge. Wir haben gut trainiert, gute Spiele. Freuen wir uns auf das Abschlussspiel. Wonderful weather in Bavaria today, really hot temperatures. Welcome everyone from all over the world. This is coverage of FC Bayern World Squad against Bayern's own under-19 side, live from the FC Bayern campus in the north of Munich. Okay guys, last moment together as a team. Nice stadium, it's hot, that's why we saw even the position game with Christopher. When you play simple, it looks easy. In the beginning I said the first 5-10 minutes, look, if they want high pressure, Victor already knows. Then you go, we look for Victor and we play from there. Dus, I don't know the team that well, Christopher knows better, so normally they go with full press, so then we don't take any risk. You know what you have to do, play as a team, and then we will get a good result. The most important thing is what we said at the beginning. Everybody should come in after the game. I give 100%. That's the only thing we can ask of you guys. So enjoy and have fun. This is the absolute highlight. Ich hätte nicht erwartet, dass wir am Ende dieses Niveau erreichen. Sehr interessantes Jahr. Sportlich muss ich sagen, war jetzt in der Summe, die Truppe hat sehr überzeugt. First 15 minutes easy, all together. Okay? Hey, we all play simple. All right. If you mess up, there's mistakes in the 15 minutes. We cover each other. Doesn't matter. You mess up. Everybody has each other's backs. Yes? Yes. Run. 1, 2, 3. 1, 2, 3, run! Volkswagen sponsoring, and they are the main partner in this project of the FC Bayern World Squad. Started this project in 2021, and this is the 3rd edition of the dream of all these players to become a professional footballer. The under-19s will kick from left to right. Wir sind 2 Minuten unterwegs und Adam hat schon einmal Hacke gemacht. Und komplett unnötig. Das war schon klar, dass ich schießen werde. Sehen wir schon einen Unterschied mit Victor. Das hat er schon in diesen 4 Wochen viel besser gemacht. Am ersten Spiel gegen FC Bayern hat er nur vorne gestanden. Ryan Ayoub, can he get a shot off? Still going is Ayoub. Back to David Emmanuel. Easy, David. Yeah. A hurried shot from the Nigerian. That's well wide in the end, but promising play there from the World Squad. Don't play him. Sloppy pay by the Bayern defender, and Ramzak should finish, but... Oh, well done, Victor. And Victor Bayer made a save there. That's a good ball. Huh? Edge of the box, trying to get a shot off. Does well, what a shot that is from Tellez, hits the bar. Still in there, Adams in there, goes down in the box, penalty to the World Squad. Bayern World Squad have a penalty which the captain, Gustavo Tellez, will take.
er hat seine Fälle so ein bisschen davon schwimmen sehen. Ne? Im ersten Moment kriegst du natürlich einen Schlag auf den Knöchel, der Schmerz kommt rein und dann hat er natürlich gedacht, okay, seine Reise ist jetzt vorbei. Ich glaube, es wird schwierig, dass er da wird. Ich bin schon froh für ihn, dass es anscheinend nur ein paar Tage ist. Der kann zumindest mit nach Deutschland reisen und das freut mich schon, vor allem für ihn persönlich. Hoffentlich ist er schnell wieder dabei. Es geht jeden Tag ein bisschen besser. Today I can go to training. Ich hoffe, dass er mindestens in Deutschland wieder einsetzbar ist. Läuft doch nicht irgendwie unrund, ehrlich gesagt. Wenn du ihm seine Wade anlässt, schon gut ausgebildet, der Kollege. Gustavo, das war für mich der Kapitän. Gustavo hat Freigabe, keine Schmerzen mehr und kann wieder voll mittrainieren. Yeah, very good. Gut, Gustavo. Second half, midfield Gustavo with Sebastian. Oh, great ball. Gustavo, cuidado. Oh, good ball. Das war gut gespielt. Mia. Gustavo Tellez has the chance to put the World Squad ahead. Tellez. 1-0 Bayern. World Squad go ahead. Gustavo Tellez from the spot, making no mistake, no chance for Max Schmidt. That's a strong challenge by Ignacio Isla. Ignacio macht das so in die Innenverteidigung. Super ruhig. Through the first half, it's Roy Mackay's side with the advantage in Munich. Okay, guys. In total, we're doing really well because they got one big chance, and we know why. That's the only big chance, and Victor saved us there. Because we did what we spoke before the game. If you see risk, don't do it. I think you see, if we are in a good organization, we recover a lot of balls. Our goal was perfect. One drops, in this case Gustavo went, I don't know if it was Nacho or you, get the ball behind. Unlucky with the crossbar. Adam was really good positioning for the second ball. Penalty. But that's the right moment. Okay guys, prepare and then second half. World Squad kicking from left to right. Vamos Isaías. Bien Isaías. Oh. Das ist fix und fertig. Aber das ist auch professional sein wie Gustavo. Wenn ich fertig bin, bist du fertig. It's a decent ball. Victor Bayer's off his line. That's a penalty for the under-19s. He goes down. Oh, he fires over Leonard Becker. That's wasteful again from the under-19 side. Okay, Marco. Faz Jesus. Nice me for the team. Very good, very good. Okay, guys, congratulations. Eh? I mean, they didn't get a lot of chances in the whole game. It's over 5 games in a row. Proud of all of you. Wenn man sieht, wenn wir vor 4 Wochen hier angefangen sind, unglaubliche Entwicklung von der Mannschaft und dann die einzelnen Spieler auch. Und ich hätte dann nicht mit gerechnet, dass man 5 von 6 Spielen gewinnen werden. Aber ich meine, ich sage, wenn wir einen gewinnen, wäre schon vielleicht ein Erfolg. Man sieht schon, was man als Mannschaft machen kann, wenn man als Mannschaft auftritt. Und das haben wir heute gemacht. Das ist schon ein Kompliment an die ganze Mannschaft.
Afterwards, we start with the talks. We start with the goalkeeper from 1, 26, 32 en from there it's from number. Ja, natuurlijk, dit zu Ende, dann gehen wir mit jeder Einzelne mal ein kurzes Gespräch an, wie es weitergeht oder nicht weitergeht. They told me like they are very proud of me, how to I grown up like a person, and they send me like good luck for the future and for my football career. Es bringt dir ja nichts, wenn du jemanden holst, der vielleicht mitspielen kann, aber nur mitspielen, da haben wir unsere Leute schon da. Weil dann müssen es Topspieler sein. I can just say you did really well. My opinion is I think you have a great future ahead of you. You know, your agent was today on the tribune in the stadium next to Jaro, and we will discuss internally what's possible, and then we will reach out to your club and maybe we can find a solution. We will see what is possible. So thank you for this opportunity. It was great with you. Thank you. Thank you very much. It was very good 4 weeks. Nice people. I met really good players, and it's big and good opportunity for me. I think in January he did well. Unfortunately, it's not good enough to stay here at Bayern Munich. But I can give you as a tip, your best position is like we played you the last couple of games on the right. And the only thing what I have with you is, sometimes I said it a couple of times, you're too selfish. And for yourself as a tip, learn when do I have to dribble and when do I have to play simple. Personality from last year to now, you are like a man now. Your focus was outside the pitch was excellent. Yeah, I enjoy it. So yeah, it was a pleasure. Das gehört auch leider zu diesen Sachen. Ich meine, wir sind schön geendet mit dem Sieg gegen den U19 und dann kommen diese Gespräche, aber das gehört auch dazu. Leider verpasst, aber so ist es manchmal. Ist manchmal hart. Das Schlimmste überhaupt. Also das ist mit Abstand das Schlimmste, den Spielern dann mitzuteilen, dass die Reise nicht mehr weitergeht. Wir hoffen natürlich das Beste, dass wir uns vielleicht anders überzeugen und dann doch irgendwo Profi werden, irgendwo anders. Kann mir nur wünschen. Also heute, dass eine schwere Entscheidung war, mich auf der Bank zu lassen. Aber ja, die haben auch gesagt, wegen Alter ist das, war das die größte point why they didn't take me with next year. Es hat wirklich Spaß gemacht. Also eine große Erfahrung, die ich mein ganzes Leben mitnehmen werde. What we're gonna say, it's the same for both of you. I think you guys did really well on the pitch. Off the pitch, in the beginning, we were struggling a little bit, but that's no problem. I mean, 16, just 17. I think you're both of you, midfielder striker, you're both really interesting players. Your journey starts with the FC Bayern Youth Cup, and the next part in your journey will also the FC Bayern Youth Cup. So we are very happy to invite you to join our youth academy during this time, train our under 19, and after this training week, then we will figure out together what is possible or what could be the next steps in your career to get to become a professional. I'm happy. Now they're laughing. Okay, don't forget the jerseys. Thank you. Oh, Victor is smiling because of the news we just got from the coaches. They still got a chance with the under 19, so that's a very good news for us. Good. Nada, que si quede, quiero, gracias a Dios. Espero que sí y queremos que tú seas parte de ese equipo el año que viene también. Dale, muchas gracias. Y la verdad que completamente agradecido con ustedes, con los chicos, con el FC World Squad. Y bueno, a darlo todo. Yo voy con todo, siempre. Muy bien. Mirá la cámara, papá. Mirá la cámara. Saluda a la cámara. Hello. Like, not good news that I expect, but I'm happy and proud. Keep working hard. Focus on football. Social media is nice, but it's not the most important thing. To develop and, first of all, to be a professional player at LAFC. And if you do it there well, I mean, because of the connection, you never know. I really like the style of play here. It's a lot more like fun. You like enjoy the game more. You know, over there it's more like
a lot of tactical things, yeah, and very just direct. Thank you. I would say that I took a lot. You know, it was a great experience. I think you have quality. You can play. Everybody sees it, and you have showed it. Yeah, you had good moments. You had moments that should be better, could be better. I think you're thinking in too many stuff in generally. I mean, unfortunately, Bayern Munich is the end. You had the luck to be part of this beautiful project 2 years. I don't know exactly what's really going on in your head. Everyone, when he sees you, your performance, like in the training, when you give 100%, you can do it in the offense, but in the defense, the running, that's what like scouts and everyone is looking at. Yeah, I agree with you guys with, you know, the point where I'm not consistent enough. Because on the days where I do give 100%, I also feel it that, you know, I'm better than everyone. But then on the days where, you know, when I drop down, and maybe I don't give my 100%, I can feel that I match other people. I'm not as good as I can be. We can't get into your head. The only one you can do it yourself. You don't have to agree with us. We don't say it to be bad to you. Just we want to help you because I think you have the quality to be a professional player. Yeah, it was good. They said, you know, I have the quality to be a professional player at a high level. If it's here at Bayern Munich or if it's anywhere else, I have the quality. Du hast es überragend gemacht. Vorbildlich auf und außerhalb dem Platz. Man hat auch ein bisschen gemerkt, wenn du einfach spielst, dann spielst du noch besser. Zum Beispiel heute von der ersten halben Stunde fand ich überragend von dir. Wie der Roy schon sagt, bist du für uns ein sehr, sehr interessanter Spieler. Das Problem ist, du bist nicht EU-Bürger, das heißt für Nicht-EU-Ausländer, du kannst nur bei uns bei den Profis spielen. Da kannst du dir vorstellen, der Schritt hier zur ersten Mannschaft ist noch riesig, aber wir wollen den Weg suchen, dich zu der ersten Mannschaft vielleicht hinzubringen mit Lösungen. Und eine Lösung könnte halt sein, dass du erstmal zu unserem Partnerverein LAFC in die USA gehst. Und wenn du das auch so siehst und möchtest, dann würden wir deinen Club kontaktieren und würden versuchen, in 3 Jahren dich nach Europa zu bringen. Com certeza é uma proposta muito boa. A decisão que eles tomarem para mim vai ser muito, eu vou gostar bastante. Ich hätte nicht erwartet, ganz ehrlich, vor dass wir losgegangen sind, dass wir am Ende dieses Niveau erreichen werden nach nur 4 Wochen. Viktor Bayer, Czech Republic, goalkeeper. Jakov Borna-Jaja, Croatia, goalkeeper. Lukas da Silva Pötzinger, Deutschland, Torwart. Ignacio Isla, Argentina, defender. David Kalbarczyk, Poland, left back. Sergei Zakaria, Egypt, right back. Rafael Werneck, Brazil, center back. Carlos Colina, Mexico, defender. Jermaine Clark, Jamaica, right back. Gu Jiaxuan, China, center back. Xu Yongmin, South Korea, right back. Gustavo Teles, Brasil, midfielder. David Emmanuel, Nigeria, midfield. Brito Daniel Julien, Togo, winger. Adam Israel, midfield. Sebastian Pletzer, Norway, midfield. Ryan Ayub, United States, winger. Isaías Galván, Mexico, winger. Sam Yap, Thailand, winger. Marko Popovic, Serbia, striker. Arakpo Victor, Nigeria, striker. Roy Mackay, head coach. FC Bayern World Squad. Class of 23.